Freunde, schön, dass ihr zurück seid. Heute zeige ich euch mal Düfte, mit denen ihr auf jeden Fall auffallt. Ja, mit den Düften stecht ihr aus der Menge heraus, aus der Masse. Und wer will das nicht? Und deswegen zeige ich sie euch heute mal. Geile Teile dabei. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auch gleich rein, oder? Aber vorweg, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance, auch aus Hamburg. Also, wir fangen mal mit den ersten an. So, und der erste ist der Louis Vuitton Ombre Nomade. Natürlich fällt er mit diesem Duft auf. Und ja, es tragen in den Endeffekt viele, aber viele werden auch nicht das Original tragen, sondern die Nachbauten. Und das Ding ist einfach, dass dieser Duft über den Weihrauch, über das Oud einfach genial und über die Himbeere kommt. Ein bisschen Ledertouch für mich. Ne? Man muss auch immer sagen, was man selber so richtig findet. Man riecht auch so ein bisschen Lederstyle. Ein extrem starker, potenter Duft, der einfach beliebt ist. Es ist das Aushängeschild von Louis Vuitton mit den Imagination zusammen natürlich. Und ja, wie oft hat man ihn schon vorgestellt? Wie oft habe ich ihn schon vorgestellt? Es ist ein Duft, der funktioniert, obwohl er stark ist und der tatsächlich bei den Ladies auch gut ankommt, obwohl er so extrem stark ist. Also Ombre Nomade von Louis Vuitton solltet ihr auf dem Schirm haben. Wenn ihr ihn immer noch nicht kennt, Leute, dann haut mal rein. Der nächste ist ein genialer Oud-Duft, ein brachialer Oud-Duft, ein Duft, den ihr nach 12 Stunden unbedingt abwaschen wollt. Positiv gemeint, aber irgendwann ist das zu stark und das ist der Oud 31 von Kai Porten. Ja, das ist für mich einer der besten Oud-Düfte. Ich liebe Oud-Düfte, es gibt viele Oud-Düfte, ne? Aber Oud 31 mit echten Oud ist wirklich genial, denn mit schöner Rose, also ein sehr schön sinnlicher Rosen-Oud-Duft. Sinnlich in dem Fall eine sehr schön süße, leichte Rose im Background. Richtig genial gemacht und ein richtig schöner Duft. Muss man wirklich so gestehen. Das sage ich nur schon die ganze Zeit. Und Oud 31, also wer wirklich einen starken Duft haben möchte und auffallen möchte, dann holt euch Oud 31 und es ist so, 2 Sprüher reichen. 2 Sprüher reichen und ihr seid durch für den ganzen Tag und eure Leute werden euch wahrnehmen und ihr fallt auf jeden Fall auf in der Masse. Ja, das ist so fest wie das Arm in der Kirche. Oud 31 von Kai Porten. Der nächste ist der Altair von Parfums de Marly. Der Altair fällt aus dem Grund schon auf, weil das ist Karamell zum Aufsprühen. Nun denken viele, die den immer noch nicht kennen, oh mein Gott, nein, das will ich nicht haben, aber eine richtig schöne Vanille da drin, denn so ein bisschen, also es ist nicht es ist schon süß, aber nicht übertrieben süß und auch nicht synthetisch süß. Ich finde einfach eine abgerundete Vanille mit, ich rieche einfach so, vielleicht auch ein bisschen Kastanien-Style, so ähnlich wie bei The Fireplace, nur ohne angekugelt, ohne den Rauch, sorry. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen, nur süß. Also so wie Wertes Echte, so wie heißen diese Bonche da, die es da früher gab. Und so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Wo ich den das erste Mal gerochen habe, es gibt auch ein Reaction-Video zu, absolut nice. Ich habe den ja jetzt schon lange, aber ich war sofort geflasht. Ich finde von der DNA, auch der wurde natürlich sofort wieder nachgemacht von anderen Marken. Fakt ist, ich war sofort begeistert von diesem und der funktioniert. Er ist süß, er hält gut, er fällt auf, gute Sillage, damit fallt ihr auf. Und da draußen tragen diesen Duft nicht so viele, glaubt mir. Der nächste Duft, der nicht so oft da draußen getragen wird, definitiv nicht, ist der Amouage Interlude 53. 53 steht für für den Ölanteil in den Duft. Das ist absolut brachial, 53%. Und Interlude Man ist mein Lieblingsduft von Amouage. Was heißt Lieblingsduft? Da gibt es noch den Sunshine Man. Ich habe ein Glück von den Sunshine Man. Den holen wir mal hier kurz raus. Kleinen Moment. Von den Sunshine Man, die alte Version. Da haben wir ihn. Absolut geiles Teil. Ja, im Endeffekt fällt er mit diesem Duft auch auf. Und das ist so genial gemacht. Moment, hier steht so viel, kann man nicht einfach so blind hinstellen. Und mit in Interlude 53, das ist auch dieses Dunkle, dieses Würzige, Oud, Krautige, ist hier einfach perfekter zusammengebaut als beim Originalen und auch bei der Iris-Version von Interlude habe ich auch beide. Iris-Version, finde ich, ist
wie soll ich sagen, die Iris-Version ist, ja, Iris und ein bisschen zurückgefahren, dieses extrem harsche auf die Fresse. Und hier ist es schon da, aber einfach perfekt. Das ist das Meisterwerk von Interlude, obwohl das Original oder auch die Iris-Version für mich auch ein Meisterwerk ist. Aber wenn ihr auffallen wollt, Interlude 53. Dann ist der nächste, ja, Lemal Elixir. Nicht in Absolut, sondern Elixir geht es ja um Düfte, wo ihr auffallen wollt. Ich muss auch sagen, dass das Absolut wirklich gut geworden ist. Mit dem fallt ihr auch auf. Aber das ist nochmal penetranter. Die Süße, die Vanille, Lavendel, einfach auf die Fresse. Mit den alten Vintage-Versionen Touch von Lemal. Absolut nice. Und da hat Jean Paul Gaultier wieder einen richtig geilen rausgehauen. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon so Fan bin von der Lemal-Reihe. Und irgendwie alles, was da so rauskommt, kann man so machen, ne? Kann man so machen und muss man auch testen. Also testen muss man sie auf jeden Fall. Es kann immer eine Überraschung da sein. Ich habe alle Flanker, so gut wie fast. Und ja, das Elixir ist einfach genial und top. Dann kommen wir zu einem Duft, den habe ich noch nicht so lange und ich bin auch später drauf gekommen. Ich kannte ihn natürlich schon, aber der Club Nuit Urban Man Elixir ist ein Duft, mit dem ihr auf jeden Fall auffällt und der killt. Es ist einfach, ich möchte das, na, ich nehme es einfach mal in den Mund, es ist ein Panty Dropper Duft. Warum? Weil er zwei Düfte auf jeden Fall vereint und das ist Aventus und Dior Sauvage. So, und das sind die beiden Düfte, die absolut killen, das wisst ihr. Und das in einen Duft, muss ich schon sagen, Club Nuit Urban Elixir ist genial. Die DNA, das Fruchtige, die Ananas, denn das Frische, diesen Blau-Touch, also Meeresblau oder Duschgel-artige Style, plus eben Aventus, also Dior Sauvage mit Aventus gepaart, ist schon genial. Natürlich fehlt auch hier vielleicht die richtige DNA vom Original Aventus. Ne, hier, die Original Aventus DNA, das ist übrigens auch noch die 215er Version, die bekommt man nicht wirklich so hin, aber sonst wirklich top gemacht. Und für, ich habe 20 € bezahlt. Erstmal hat er eine starke Haltbarkeit und auch CH ihr Wert wahrgenommen. Absolut nice. Club Nuit Urban Man Elixir. Ja, dann als nächstes habe ich den Duft, den nehme ich jetzt einfach rein. Es ist mir egal, ob der eingestellt worden ist, in Anführungsstrichen eingestellt. Es gibt ihn als neue Version. Ich habe den auf jeden Fall dermaßen auseinandergenommen, die neue Version. Könnt ihr gerne gucken. Und zwar Dior Homme Parfum. Das ist die 2014er Version. Also die haben ja noch welche und inzwischen ja für heftige Preise angeboten. Aber Leute, kaufen den Duft. Das ist hier die beste oder der beste Designer-Duft, den es überhaupt gibt. Schöne Iris, Rose, pudrig, Leder, absolut genial, bombastisch stark, bombastische Haltbarkeit. Ein so genialer Duft, der von der neuen Version einfach versaut worden ist. Einfach richtig schön, Punkt. Was soll ich sagen? Aber hier Dior Homme Parfum, das ist nice. Und ich werde es mir nicht nehmen lassen, den Duft vorzustellen, weil ich das gar nicht einsehe. Man hätte, also eigenständig, der Duft jetzt, die neue Version, hätte man anders nennen können, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Riecht zwar trotzdem irgendwie wie der Armani Code Profumo, aber in meiner Nase, aber man darf den nicht oder man kann den doch nicht Dior Parfum nennen. So, das geht einfach nicht. Das ist hier das Dior Parfum 2014. Das ist der OG, das ist das Meisterwerk und kein anderer Duft. Geiler Duft. Als nächstes kommen wir zu einem Duft, mit dem fallt ihr auf jeden Fall auf, wenn ihr schon 2 Kilometer weg seid, werden die Leute euch riechen. Das ist Bergamasque von Eau de Parisi. Das ist einfach Moschus und Bergamotte, aber das ist einfach eine andere Bergamotte, wie man sonst Bergamotte kennt. In einen frischen Duft, diese Bergamotte, die gibt es hier nicht. Natürlich ist der Duft frisch, aber das ist schon sehr viel Moschus und dann die Bergamotte. Leicht süßlich, aber der Duft ist so hart. Ihr könntet alleine so viel Sprüher benutzen, weil ihr nicht so denkt, der ist so stark. Für andere ist das, die sterben fast so doll. Ist der wirklich, der ist brachial stark und der kann für viele auf die Eier gehen. Und ich sage euch auch eins, ihr fallt damit auf, aber entweder liebt man den Duft oder man hasst ihn. Dieses Zwischending, ja, der ist ganz gut oder ja, geht, aber muss ich vielleicht nicht haben. Das gibt's nicht. Entweder, oh, wie riechst du denn? Oder das ist ja geil. Was anderes gibt es nicht. So, das ist Bergamasque Eau de Parisi. Moschus und Bergamotte. So, der nächste oder der letzte ist der Ganymed. Und warum fällt der auf? Ich sage, das ist ja immer der Jupiter-Duft oder der Weltraumduft. Der riecht einfach ein bisschen
das ist jetzt alles positiv gemeint, stickig, dann Safran, stickig, ein bisschen metallisch, finde ich, alles. Dieser Duft ist wie der Weltraum, da wird keiner von uns sein. Ich sage es einfach mal so, ihr könnt ja nicht ohne einen Anzug da oben rumlaufen, weil es dann ziemlich stickig wird. Und oder ich kann euch sagen, wie in der Wäscherei riecht dieser Duft extrem stickig. Ja, nochmal, ich wiederhole es, er riecht stickig. Und aber dieser Safran-Style, und ich rede nicht von Baccarat Rouge 540, nein, es ist ein anderer Safran, es ist auch kein Safran wie der Nefs-Hier, nein, es ist auch nicht, sondern es ist ein Duft, den ich schwer beschreiben kann. Es ist ein geiler Safran-Duft, der stickig, nochmal, und der einfach ruhig entspannt ist, aber brachial stark ist. Ganymed muss man mal getestet haben, finde ich. So, das sind Düfte, mit denen ihr auf jeden Fall auffallt. Schreibt mal, unter welche benutzt ihr. Natürlich gibt es noch viel andere Düfte, mit denen ihr auffallen, ja, solltet, könnt, wollt, müsst und so weiter. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde.